Es gibt heutzutage so viele verschiedene Dinge, die man machen kann. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt gerade nicht in der Lage bin, mich zu entscheiden. Und habe deshalb jetzt nochmal einen anderen Input gesucht, um vielleicht nochmal eine andere Meinung von einem Profi zu hören. Was mir extrem wichtig ist, ist, den Menschen an sich zu erkennen. Ich glaube, dass es bei Karriereplanung immer auch um Lebensplanung geht. Viele Leute fragen sich tatsächlich, wie das überhaupt möglich ist, ein Persönlichkeitsprofil vor allen Dingen von der Tiefe in einem Tag anzufertigen. Nichtsdestotrotz zeigt die Erfahrung, dass wir das hinkriegen. In unserer Testbatterie sind viele Schätze verborgen, die auch individuell unterschiedlich angewandt werden. Also nicht bei jedem Klienten benutzen wir immer die gleichen Testverfahren. Von daher beschäftigen wir uns täglich damit, auch weltweit den Markt an neuen personaldiagnostischen Testverfahren zu scannen. Erzählen Sie mal, mit was für Erwartungen kommen Sie heute in die Beratung? In dem Moment, wo ich meinen Kunden zum ersten Mal sehe, weiß ich eigentlich gar nichts von ihm und das ist auch Absicht. Also wir sind daran interessiert, dass wir nicht vorher schon irgendwelche Vorlieben oder Pläne oder Geschichten oder persönliche Dinge von den Kunden erfahren, denn ich möchte möglichst unvoreingenommen in meine Beratung gehen. Vorurteilsfrei zu sein bedeutet im Beratungskontext vor allem, Schubladendenken aufzugeben und sich immer wieder neu auf den Menschen einzulassen, der vor einem sitzt. Teamwork ist für mich das Herz dieser Firma. Wir achten eigentlich bei unseren Beratern darauf, dass sie über eine ausgewogene Mischung an Empathie und Menschenkenntnis und analytischem Verstand und Wissbegierde verfügen. Also der Beruf ist auf jeden Fall Wissenschaften super, Public Health, vielleicht noch Ökotrophologie. Würde ich auch nicht empfehlen. Dass wir uns gegenseitig beraten und über unsere Kunden und die Profile austauschen, das ist eigentlich ein ziemlich wesentlicher Bestandteil sogar von so einem Tagesablauf bei uns. Und das ist dann immer wieder so bestätigend und so erleichternd und auch spannend, wenn der andere dann genau das Gleiche empfehlen würde. Und irgendwann dann kommt dieser Moment, an dem man das Gefühl hat, jetzt habe ich gerade das letzte Puzzleteil eingesetzt. Jetzt gerade macht alles Sinn. Jetzt sind sozusagen Intuition und Wissen und Gespräch und Erfahrung mit dem Klienten synchron. Und das ist eigentlich so der schöne Moment, in dem man dann weiß, so, jetzt bereite ich mich auf die Präsentation vor. Kann man erkennen, oder? Jetzt weiß ich, wo der Empfehlungsweg für diesen Menschen lang geht. Ich glaube nicht, dass es eine einzige Empfehlung gibt oder einen einzigen Weg, der einen Menschen glücklich macht. Sag ja. Meist ist es so, dass es eine Empfehlung gibt, die recht nahe liegt. Dann gibt es eine Empfehlung, die ein bisschen mehr Mut kosten würde. Und wir empfehlen auch immer eine Sache, die ausschließlich an der Persönlichkeit orientiert ist, worauf die Klienten selber vielleicht gar nicht gekommen wären. Und das eigentlich sind meistens, finde ich zumindest persönlich, die spannendsten Empfehlungen. Ich muss es erstmal wirken lassen. Also ich hätte dieses Bild so strukturiert im Leben nicht wiedergeben können. Ich hätte das auch so nicht zusammenführen und fassen können und habe so wirklich das Gefühl, das kann man jetzt so abarbeiten, um Entscheidungen zu treffen. Das Ergebnis des Tages ist dann besonders gut, wenn der Klient für seine Karriereplanung einen Schritt weitergekommen ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, lohnt sich der Tag für jeden auch deshalb, weil er persönlich was für sich mitnimmt. Es ist immer ein ganz spannender Moment, so sehr eine Sicht von außen auf die eigene Persönlichkeit und so intensiv sich mit sich selbst zu beschäftigen.